Und weiter geht's mit der Thaumaturge. Wir sind beim letzten Mal hier im Imperial angekommen und haben eine andere Thaumaturgin getroffen, Madame Samira. Und zurzeit suchen wir noch die Person, die das Laster in sich trägt, an dem dieser Schlangensalutor hängt. Und da machen wir jetzt weiter. Aber erstmal schnacken wir mit unserer Schwester. Here you are. Gentlemen, meet my brother. Viktor Szulski. The last Szulski to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Kochalskis Frau erwähnen. First, I suggest you mind your own business. Your marriage, for instance. Perhaps Louisa isn't the ninny you take her for. I beg your pardon? Hasn't it occurred to you that when you leave her at home, she might also take advantage of her solitude? What are you suggesting? You've got a cuckold's horns. Was I being too subtle? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. Das werden wir nicht machen. Dich bedanken. Thank you. I've worked long and hard at that. Good luck with your business, miss. I almost feel sorry for them. Have I crossed the line? Nonsense. Any progress with Svetlana? Madame Samira erwähnen. I've taken a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. On the hunt? Von dem will ein Salutor erzählen. Madame has spotted a salutor that's attached to one of the guests. What kind of salutor? Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Yes, Veles. Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? Sein Name ist I Veles. admit I like to have him. I haven't made up my mind. Be careful. I am. That's why I haven't made up my mind. Über Svetlana reden. Unfortunately, Svetlana doesn't want to breathe a word of it. I'm sure she doesn't trust you. In company like this, that speaks well of her. Why the cold shoulder, Ligia? I've never liked her. Her manner gets under my skin. I've heard she's a dreadful schemer. Ligias Reaktion. Merkwürdig, ich bin es nicht gewohnt, Gerüchte aus Ligias Mund zu hören. Sie ist gewöhnlich die Erste, die Klatschmäuler verurteilt. Der Einfluss des Salutors auf diesen Ort muss wohl so stark sein, dass sie sich dazu hinreißen ließ, diese Dinge über Svetlana zu sagen. Schlussfolgerung ziehen. Die Soiree und die gehobene Gesellschaft. Die gehobene Gesellschaft lebt für Skandale und saugt gierig sämtliche Gerüchte auf, was dem Salutor gut gefällt, der hier sein Unwesen treibt. Das Laster muss in jemandem versteckt sein, der gerne Ränke schmiedet und Spielchen spielt. In jemanden mit einer natürlichen Begabung für Intrigen. Erzählen, dass Svetlana und dein Vater eine Affäre hatten. Did you know that Papa had an affair with the host of this party? Are you sure? Absolutely. As sure as the thaumaturge can be. I felt what he felt when, well, you know. Oh, stop! That's disgusting. Quickly, change the subject. Nach Sofia Skallon fragen. Sofia Skawan, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skawon can't stand thaumaturges. Oh. Generalgouverneur Skallon kann Thaumaturgen nicht ausstehen. Es überrascht mich nicht. Es gibt so viele Leute, die in uns eine ominöse Bedrohung sehen. Erwähnen, dass du Konechkin getroffen hast. Guess who I ran into again? All mysterious and carved up.
Ivan Konieczkin? What do you know about him? Not much. He was an acquaintance of Papa's. Well, in theory, it's thanks to him that we're here. What? Nigia? I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Fragen, ob sie Spaß hat. You enjoying yourself in this Viper's den? Oh, the vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about. Okay, dann gehen wir mal. I'm going. So, dann suchen wir mal weiter Hinweise hier. Kristallspiegel. Sie versucht ein widerspenstiges Strähnchen zu bändigen und denkt dabei an Theolif Skalski. Der arme Junge war bis über beide Ohren in sie verliebt und hätte alles für sie getan. Deshalb gab sie ihm eine unmögliche Aufgabe. Er versuchte trotzdem, diese zu erfüllen und verschwendete das Vermögen seiner Familie auf eine Reise nach Afrika. Während er auf tragische Weise umkam. Das ist nicht gut. Und der Text ist hier unten wieder abgeschnitten, leider. Freude gleitet über die Oberfläche des Spiegels. Ihr Herz schlägt Purzelbäume, wenn sie die volle Aufmerksamkeit und ihr Name in aller Munde ist. Sofia. Ein paar Unglückselige haben für sie Kopf und Kragen riskiert und buchstäblich alles verloren. Und wenn schon das, macht die Geschichte nur noch besser. Okay. Da ist Sofia. Mit der können wir auch gleich nochmal schnacken. Erstmal gucken wir aber eben weiter. Ein Aschenbecher. Der Zigarettenrauch wurde von fröhlichen Plaudereien begleitet. Sofias Freundinnen waren glücklich, dass sie mit ihnen gekommen war. Obwohl ihr Vater es verboten hatte, sie lieben es, ihr bei ihren kleinen Spielchen zuzuschauen, die ihnen endlos viel Gesprächsstoff liefern. Auf den Zigarettenstummeln ist Lippenstift zu sehen. Wenn ihre Väter sehen könnten, was sie hier tun, Sofia entfaltet sich erst richtig, wenn sie außerhalb der Sichtweite ihres Vaters ist. Es ist eine wahre Freude, sie bei den Spielchen zu beobachten. Okay, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich Sofia sein, wo der Salutor dranhängt. Ein Stuhl. Ein frustrierender Gedanke ging Sergei durch den Kopf, als er auf einem Stuhl saß und Sofia aus der Ferne beobachtete. Warum ignoriert Sofia ihn plötzlich? Er würde alles für sie tun, ihr jeden Wunsch erfüllen. Das Problem ist, dass Sofia überhaupt nicht mehr mit ihm spricht. Sie nimmt keinerlei Notiz mehr von ihm. Okay, hier hinten ist aber nichts. Dann schnacken wir mal mit ihr. Mr. Shulsky, may I have a word? How can I help? My friends and I are just playing Truth Order, and now it's my turn. Won't you dazzle me with your powers? Anmerken, dass ihr Vater Thaumaturgen nicht ausstehen kann. Your father would not be thrilled about you playing games with the Thaumaturge. Maybe that's precisely the point. To keep violating his wishes? Zugeben, dass du die Regeln dieses Spiels nicht kennst. First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses. And I don't like to lose. Auf den Punkt kommen und herausfinden, was los ist. I would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Helfen wir ihr oder nicht?
Wir wollen den Salutor haben. Ihr Vater mag aber keine Thaumaturgen. Aber deswegen mag sie das gerade. Darauf hinweisen, dass es irreführend ist. Your companions don't have anything against a little ruse like this? It's not deception, it's resourcefulness. In theory, there's no rule against asking for help. Please don't make me beg, Mr. Shulsky. Let me see what I can find. Will any secret do? Any. I'll wait anxiously for your return. Na, okay. I'll take a look around. Das Gesellschaftsspiel. Sofia Skalon hat mich gebeten, mit ihr Wahrheit oder Pflicht zu spielen, damit sie die Aufgabe erfüllen kann, die ihr aufgetragen wurde. Ich habe ihr diesen Wunsch erfüllt. Für sie und ihre Gefährten ist das Spiel nur ein Zeitvertreib, mit dem sie sich besser kennenlernen können, aber ich könnte es zu meinem Vorteil nutzen. Ganz genau. Leeres Glas. Zahlreiche leere Gläser. Irgendjemand hier hat einen großen Durst. Schluck um Schluck, Glas um Glas. Mit einem alkoholischen Getränk in der Hand lässt Maxim seinen Blick wandern, wobei er vor allem ein Auge für die Frauen hat. Er wünscht sich sehnsüchtig etwas Gesellschaft. Irina sieht für ihn heute zauberhaft aus. Die Geheimnisse des Einzelgängers. Maxim ist einsam, so wie wir alle von Zeit zu Zeit. Er versucht seine Gefühle mit Alkohol zu betäuben, aber dieser hat den umgekehrten Effekt. Irina, die Freundin von Sofia Skalon, hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Okay, wir gucken mal weiter. Dekoratives Sofa. Sie saß auf dem Sofa und beobachtete die Menschenmenge. Normalerweise ist sie kokett und verspielt, aber in diesem Augenblick fühlt sie nur eine überwältigende Leere. Eine für sie bisher völlig unbekanntes Gefühl. Sie fühlt sich einsam, sie wünscht sich Zugehörigkeit. Das Ganze dauert nur einen kurzen Augenblick, danach grinst sie wieder und fährt mit ihrer altbekannten Scharade fort. Okay, das ist von ihr. Eine dekorative Vase. Die Vase reflektiert die heftigen Gefühle, die in Sergei brodeln. Es ist eine Mischung aus Eifersucht und Angst. Die Eifersucht gilt mir, er sieht in mir einen Rivalen. Die Angst gilt dem Gedanken, dass Sofia ihn ignorieren könnte, solange ich in der Nähe bin. Die Geheimnisse des Verehrers. Sergei kann einfach nicht aufhören, an Sofia zu denken. Er ist schwer in sie verliebt und würde alles für sie tun. Und er versteht einfach nicht, warum Sofia seine Gefühle nicht erwidert, was ihn frustriert. Er sieht in mir einen Rivalen im Kampf um ihr Herz. Okay, wir gucken mal, ob wir noch mehr rausfinden. In dem Raum nicht. Müsste die Karte uns auch eigentlich zeigen. Ausgerissene Blätter. Irina wickelt die Blätter gedankenverloren immer wieder um ihre Finger und riss sie diskret aus. Sofias Scharade und Maxim. Sie könnte sich direkt an sie wenden, aber nein. Sie kann es nicht. Schlussendlich gelingt es ihr nicht, den ersten Schritt zu wagen. Die Geheimnisse einer Freundin. Unschlüssigkeit verhindert, dass Irina eine Entscheidung trifft. Sie fühlt sich hin und her gerissen. Sie möchte sich gerne etwas gönnen und Zeit mit Maxim verbringen, aber wagt es nicht, die Initiative zu ergreifen. Deshalb steckt sie fest und geht in ihrem Kopf sämtliche Szenarien durch. Die Frage ist, kann ich noch mehr rausfinden? Das scheint tatsächlich alles gewesen zu sein. They're getting impatient. What have you found out? Okay. Wir haben alles. Wir geben ihr erstmal ihren Fächer zurück. En parlant de secrets, I found your fan. Oh, and I was just thinking that I hadn't remembered where I'd left it. Very interesting. The fan revealed to me that you dropped it on purpose. Oh, you've got me. I was hoping the right person would find it. And here we are. It worked. Oh, I was wondering where you'd gone off to. You know Sergei, don't you? We're already acquainted. Mr. Shulsky and I have completed my extra difficult dirt together. At your service. Now time for truth. Are you seeing anyone?
Eine vielsagende Frage. Sofia treibt irgendwelche Spielchen mit mir. Sie fragt mich immer wieder dreist über private Angelegenheiten aus. Eine Frechheit, aus der sie ihre Stärke zieht. Ich frage mich nur, ob sie mit Viktor Schulzki, der Person, oder Viktor Schulzki, dem Thaumaturgen, ihre Spielchen spielt. Sofia Skalon. Skalons Tochter versteht sich darauf, Intrigen zu spinnen, was sie zu einem Liebling der gehobenen Gesellschaft gemacht hat. Ihre Spielchen bieten etwas Abwechslung und sorgen dafür, dass es in den Salons der Stadt jede Woche genügend Gesprächsstoff gibt. Ich bin ihr neuestes Spielzeug. Sie neckt mich, um ihren Vater zu ärgern, der Thaumaturgen hasst. Oder ist all dies nur eine Scharade, um ihre Einsamkeit zu verbergen? Ich würde sagen... Sagen wir, dass unser Herz schon vergeben ist? Damit lügen wir zwar. Oder wir umgehen eine Antwort. Ne, wir brauchen ja eigentlich nichts sagen. Maybe we should not reveal all our secrets to one another right away. Mr. Shulsky, our time is up. Sophia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Thank you once more. See you. Therefore, Veles chased Sofia Skawon and her floor here. She seemed like such an innocent girl, didn't she? Unless you count sending her admirer on a deadly trip to Africa. It's no coincidence she focused on me. After all, old Skawon hates thaumaturges. The little scamp. If I want to discern that little schemer's flaw, I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. I hope her father doesn't find out. Das Laster von Sofia Skalon. Nach einer Runde Wahrheit oder Pflicht flackerte etwas um Sofia Skalon herum auf. Ein Laster, das von Intrigen hervorgerufen wurde. Das ergibt Sinn. Schließlich genießt Sofia es sichtlich, Teil der gehobenen Gesellschaft zu sein und Spielchen zu spielen. Der Salutor im Hotel Imperial. Veles, der Aufwiegler, wurde vom Laster der intriganten Sofia Skalon angelockt. Um ihn einzufangen, muss ich mich an seine Regeln halten. Das bedeutet, ich muss Sofia einer erschütternden Erfahrung aussetzen. Ich habe das Gefühl, dass ein Skandal unausweichlich ist. Ja, dann nehmen wir doch mal teil. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with his souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Wie wenig sie uns mag. Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Erwidern, dass du an jemand Bestimmtes denkst. That's exactly the sort of person I had in mind. Is it a long-lost love? Rather a future delightful acquaintance. Leave her alone. Sergei, Das gefällt this ihm ja has gar nothing to nicht. do with you. Dear guests, I implore you, the souls. Oh! Sergeys Hingabe preisgeben. Hirn 1. Ja, machen wir das. Your devotion goes unnoticed, and you know full well why that is. I do. I am your father's choice, not yours, aren't I? Quiet, please. Well, this will make your companions happy. Making fools of people, heaven forbid. Sit down. My poor heart.
Focus on someone you want to make contact with. Sagen, dass sie Theophils Galkis Seele beschwören sollen. There is one soul I'd like to summon. Whom do you mean? Theophil Skalski. Does that name mean anything to you? The poor man drowned on the way to Africa, didn't he? No, it wasn't like that. I didn't know he would be killed. Sagen, dass du weißt, dass Sofias Vater Theophil gewählt hat. Are you planning a similar fate for Sergei? All this just to get under your father's skin? So what if it was? Do you know what it's like to live in the shadow of a cold, absent father? Rings a bell. Is it such a sin to want to be loved? The powers you and your kind have are terrifying. That's why people hate you! That's why my father is cracking down on you! All that matters is I have what I wanted. Don't you dare! You were supposed to stay away. I was supposed to leave here with Veles. All that work for nothing. Wir wollen alle Salutoren haben. Aber will ich mich mit ihr anlegen? Ich habe Bedenken, dass wir dann das Laster nicht bekommen. Wir nehmen das. Spare yourself the trouble. It was a fair fight. But I don't intend to hold you here. Truth be told, I even feel sorry for you. What does that mean? Rid yourself of the pride you've got within. Otherwise, it will lead you to the gallows. Enough of this. There's a Salutor waiting for me. Enjoy him, fool. Oh, sieht aber cool aus. Der sieht sehr cool aus. Maxims Schatten, Sergeis Schatten. Okay. Ja, wir gehen rein. Den da hinten müssen wir mit Upia angreifen. Den vorne ist vollkommen egal. Ja, dann hauen wir da das drauf. Ach so, was macht der Salutor eigentlich? Oh, was hat er gemacht? Lotterie. Gibt eine Chance von 50% doppelten Schaden zuzufügen. Oh. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Okay, der ist gleich hinüber. Das heißt, wir greifen den hinteren an. So machen wir das. Hoch. Okay, damit sind die beiden hinüber. Wen haben wir hier? Theophils Schatten, Vaters Schatten und Sofias Schatten. Oh. Den müssen wir mit dem Bukawatsch angreifen. Den auch. Dann greifen wir Sofia erstmal an. Der Bukawatsch nach hier. Okay, jetzt kann er doppelten Schaden machen.
Dann können wir auf ihn hier drauf gehen. Ah, sie wird auf jeden Fall flöten gehen. Das heißt, wir geben ihm auch den Effekt. Ja, jetzt werden wir ein bisschen Schaden kriegen. Sofia ist aber gleich raus. Oh, warte mal, dann können wir eigentlich... Können wir das so machen? Ah, unschön. Genau, die sollten jetzt alle ordentlich Schaden kriegen. Das ist er. Gut, er ist hinüber. Und den verkloppen wir. Damit haben wir ihn. Just wait until Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were particularly restless. Sofia? Did you enjoy the show? My best so far. So, I suppose now is the time to applaud. And you, sir, what can you tell us? Als Resultat deiner Entscheidung bleibt dieser Weg verschlossen. Sofia Frieden schenken. Let it sink in that you're free. Finally. Neither your father nor your environment define you. Everyone heard those atrocious words from my lips. I can't undo that. But you're right. You freed me. Sagen, dass dein Vater auch kein einfacher I Mensch war. know what it means to live in the shadow of a father. But that's all behind me now. What did you do? Sagen, dass du deinen eigenen Lebensweg gefunden hast. Jo. I met someone who helped me undo the mistakes I made because of my father. It sounds like that was someone very dear to you. What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. Farewell, Viktor Szulski. See you. No, I don't think so. Will the gentleman with a book be leaving peacefully, or should we show him out? Ihnen keine Probleme No bereiten. need, I can make it to the door. Madame, honored guests. Victor, don't scare me like that. Mr. Szulski, are you all right? I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konieczkin. Victor. Thank you. That's very polite. Ja, dann sollten wir am besten mal zu Rasputin. Und mit den zusätzlichen Punkten können wir eine Menge anfangen. Thank you for an interesting evening. Wir entschuldigen uns. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Sagen, dass du gehst. Sleep well. I'll come back in the morning. You're going out? Where? To get rid of my pain. I am about to go deaf. Ja, geh ans Telefon. Hello? 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 Victor? Yep. Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you?
Have you visited your old stomping ground yet? Nach dem Grund für den Anruf fragen. Is there any specific reason why you're calling me? I wanted I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? Ja. All right. So where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. So, das mit Rasputin wissen wir ja. Genau, jetzt haben wir hier nämlich Veles. Das ist schon mal gut. Und wir haben Arglist. Ich frage mich, ob wir irgendwelche schon vergeigt haben oder ob wir immer noch alle bekommen können. So. Wir müssen aber unbedingt einmal zu Rasputin. Weil dann können wir eine Menge abschließen. Und das ist wichtig. Dann kommen wir auch beim Fischer weiter. Dann kommen wir an schönen Ecken weiter. Hier war das, ne? Ja. Yes, sir? Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not, I'm here for Rasputin. I can sense he's in a drawing room. Hm. So, Rasputin. Hilf uns doch mal. It's good to see you. Although, I think I can already see what you need. Let's not waste time. How about that? Kurz mit ihm reden. I look worse than I feel. So then, what brings you here? Ach so, nö. I wanted to ask you for another session. Die anderen Sachen hatten wir ja schon gefragt. Let me share something about your pace in hunting for Salutors. Aren't you losing yourself too much in it? Again? Fragen, was er meint. Is there something you want to tell me? Do you not want to help me anymore? Nonsense. You can always count on me. I'm just worried. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Bin ja mal gespannt, was der dann kann. Do you see him? He's remarkable. I can't tame him. Warum können wir ihn nicht sehen? You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. Okay. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way.
What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. Fragen, ob er noch eine Vision hatte. Have you seen the future again? I don't know if it's the future. It could just be some symbols I don't know how to interpret. Heavy clouds drifting over battlefields, reaping a deadly harvest, and these faceless beings walking among strangely contorted bodies, and the ship, unsinkable, yet it went down with thousands on board. I feel as though I could have stopped it. Fragen, ob er dich beim Schlafen beobachtet hat. Did you watch me sleeping? You still drool. Okay, das I Gespräch think I beenden. shouldn't abuse the Nadarzhinsky's hospitality any further. That distressed woman you mentioned, Svetlana. You know, I saw her in my vision. That surly maid brought me the gossip about her that was going around town. This Svetlana is causing herself trouble. Nach den Gerüchten fragen. What was this gossip, may I ask? Nothing that would sully her in your eyes. She intrigued me. I'd like to meet her. And you know, I think she needs help. Help? What do you want me to do? Bring her to me. I won't keep you. Until next time. Okay, sind irgendwelche Quests abgelaufen? Sieht nicht danach aus. Und das ist gut. Ja, wir haben jetzt Veles. Das heißt, wir können jetzt auch Manipulation der Dimension Zunge machen. Was kann der denn? Verringert Fokus. Zufälliger Schaden. Gibt eine Chance von 50% zusätzlich den Fokus des Ziels um 2 zu verringern. Oh. Cool. Perfekte Planung. Tempo. Beschleunigt deine nächste Handlung um eine Runde. Und erhöht unseren Fokus. Nervöse Verdopplung. Verdoppelt zugefügten Schaden, verringert Fokus. Wenn du weniger als 6 Fokus hast. Platzierung. Schrecken. Senkt am Ende der, jeder Runde den Fokus um 1. Oh. Cool. So, jetzt haben wir alles auf 5 außer Hirn. Ach so. Wir könnten... Ne, kommen wir gar nicht hin. Wir gehen aber mal hier hin. Dann können wir mit dem nächsten Thaumaturgie-Punkt Hirn auch auf 5 setzen. Dann haben wir alles auf 5. Wir hätten hier noch Ablenkung. Wir hatten doch gerade was bekommen, wo wir noch mehr... Ja. Dann machen wir das so. Dann ist das wirklich komplett auf die Verringerung von Fokus. Genau. Optimal. Dann können wir jetzt nämlich, denke ich, noch die WAG ausschalten. Oder wir machen das ganz frisch beim nächsten Mal. Das ist vielleicht sogar noch schlauer. Weil das könnte wieder einen Augenblick dauern. Allein schon deswegen, weil wir wieder mehrere Sachen noch durchlesen müssen. Dementsprechend bedanke ich mich erstmal wie immer fürs Zuschauen. Freue mich wahnsinnig aufs nächste Mal und bis bald.